Guten Tag, es ist mal wieder ein bisschen Zeit für größere Produkte im Querformat hier auf diesem Pokémon-Sucht-Kanal. Letztes Mal haben wir diese Cynthias Knackrax Premium EX Collection Box geöffnet, in der ganz viele Booster drin waren, unter anderem diese Figuren, die ihr hier so an der Seite seht. Da liegen auch noch die Karten, die wir rausgezogen haben. Und heute habe ich etwas getan, was eigentlich keiner so richtig tun sollte. Ich habe eine Mystery Box gekauft. Eigentlich habe ich sogar 2 Mystery Boxen gekauft. Und nicht nur irgendeine 2 Mystery Boxen, sondern eine Supermarkt Mystery Box. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin immer ziemlich skeptisch, was diese Mystery Boxen angeht, die einfach so im Supermarkt oder im Mediamarkt oder was auch immer in eurer Nähe ist, rumstehen und auf denen dann drauf steht, coole Produkte enthalten und andere für so viel Geld und mindestens 70 Milliarden Euro wert. Das steht hier nicht ganz so drauf, aber so ähnlich. Ich zeige euch mal die Box, die ich meine. Ich muss dazu hier einmal noch mal ganz kurz mein Pi etwas wegziehen, denn da kommt sie. Die Mystery Box Volume 2, wir haben leider keine Volume 1 mehr gekriegt, enthält zufällige Pokémon sowie Bonusartikel. Also es ist nicht nur Pokémon drin. Jede 50. Box enthält ein Pokémon-Spiel. Lesen kann ich auch nicht. 30 Euro, wie ihr seht, inklusive Pokémon-Sammelkarten. Das war auch der Grund, warum ich sie heute für diesen Kanal gekauft habe. Und wir schauen einfach mal rein, ob sich dieses Produkt für 30 Euro lohnt. Spoiler, Mystery Boxen lohnen sich eigentlich so gut wie nie, denn sonst würde ja keiner was daran verdienen. Ne? Deswegen kauft Mystery Boxen verantwortungsvoll, also am besten gar nicht, außer ihr könnt es euch wirklich, wirklich leisten, habt die Kohle zum Rausschmeißen. Oder ihr macht es wie ich und habt einen YouTube-Kanal. Das ist natürlich jetzt cool, dass es hier so frustfrei verpackt ist. Man muss trotzdem an den Seiten einmal das Etikett aufschneiden. Das mache ich gleich mal. Bin ja schon noch ein bisschen gespannt. Das ist ja schon, also das Freche an Mystery-Boxen, gerade bei Pokémon-Karten und Pokémon-Produkten ist ja, Pokémon-Karten sind ja schon Gambling. Also man weiß ja schon so nicht, was man bekommt. Und jetzt kaufe ich auch noch einen Karton, in dem ich immer noch nicht weiß, Klebeverschluss kräftig andocken, aha, was ich bekomme, wenn ich den kaufe. Und, Moment, ich muss das mal irgendwie machen, so dass ich nicht das Handy haue. Warte, wieder zurück. Guten Tag. Und dann sind da auch noch Produkte drin, von denen ich nicht weiß, was ich bekomme. Also was haben wir? Ich ziehe einfach mal irgendwas raus und stelle die Box ein kleines bisschen auf Screen. Ja? Ich ziehe mal das erste Produkt raus. Und da sieht man natürlich, dass Pokémon eigentlich kein Produkt ist, kein Franchise ist für jemanden wie mich. Wir haben eine Brotbox. Muss ich mal sagen, 3 Euro wert oder so. Aufgehen tut sie schon mal wie. Moment mal. Riecht zumindest nicht nach billigen Chemikalien. Sieht ganz lustig aus. Mein Neffe freut sich oder so. Also so zum Verschenken ist es ganz cool. Was haben wir denn noch so drin? Wir kriegen, das finde ich tatsächlich ganz cool, haben wir 5 Euro, 30 Euro gespart, 5 Euro ausgegeben oder andersrum. Ne? Eine Packung Software-Pyramide Toploader. Natürlich nicht ganz so cool wie die ich benutze. Ich benutze eigentlich immer die von Ultra Pro, weil ich mit Ultra Pro bessere Erfahrung habe. Dann gibt es passend zur Brotbox einen Becher. Der ist, naja, qualitativ ungefähr wie die Brotbox. Was zum Anziehen gibt es auch. Ihr werdet nie sehen, wie ich die aufhabe, weil ihr mein Gesicht nicht seht, aber auch nur, weil ich die nie aufziehe. Die Karten, die lege ich mal beiseite, die sind nämlich das Interessanteste für mich, deswegen kommen die zuletzt. Wir haben noch 2 weitere Sachen drin, nämlich einmal ein Pokémon-Malbuch. Auch nicht ganz meine Altersstufe, gebe ich zu. Da sieht man aber auch, für welche Altersstufen diese Mystery-Boxen gemacht sind. Wobei ich ehrlich sagen muss, 30 Euro und dann sind das Produkte, wo eigentlich nur, also das ist halt, damit die Kinder die Eltern nerven im Supermarkt und dann, ne? Ich will ja jetzt nicht ganz so zynisch sein, aber so ist es doch halt. Aber was ich sehr cool finde, wir haben dieses Mega-Konstrukts Zubat mit Motion. Das werden wir sicherlich in einem anderen Video irgendwann mal bauen. Nicht heute, aber in einem weiteren Video auf diesem Kanal. Folgt mir gerne dazu rein, abonniert den Kanal, kommentiert, was ihr von dieser Mystery Box haltet und was ihr von anderen Mystery Boxen haltet. Ansonsten ist die Box, ihr seht es jetzt gleich, ihr seht es nicht, leer. Pi ist besiegt. Stellen wir gleich wieder auf, ha? Was soll das? Ihr seht es eh nicht richtig, aber egal. Pi ist besiegt. Und wir kommen zum interessantesten Teil, Karten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Karten sehe, die so zusammengepackt sind, in so einer
einmal Küchenverpackung drin, dann weiß ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass da eigentlich nur Bulk drin ist. Ja, wohl nicht nur Bulk, aber zumindest mal eine Holo, oder? Ist es eine Holo? Vielleicht liegt es auch an der Folie. Warte mal, ich mach mal die. Die ist übrigens recycelbar. Die Kiste auch. Er hat sich damit geworben, dass sie zu 85%. Nee, Moment, das war ein anderer Karton. Sorry, halt, stopp, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Also, wir haben Karten. Wir haben 1, 2. Wie sieht die denn aus? Guck mal. Ach, Scheiße, Alter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Ein bisschen mehr als ein Booster-Pack also an Karten. Und wir fangen an mit diesem Holo Vaporeon. Ich weiß nicht, vielleicht erkennt es jemand, aus welchem Set das ist. Das ist von 2019, also schon ein bisschen älter. Das ist doch wert, es mal in eine Sleeve zu packen. Ja, so. Unten drunter liegt, das zeige ich euch gleich nochmal, ein Reverse Holo Lechonk. Also zumindest kriegen wir nicht nur Bulk hingeschmissen, sondern auch Semi-Bulk. Ein Reverse Holo Raichu, auch von 2024 aus Paldea Evolved, glaube ich, mit PAF. Ich kenne die ganzen Setnamen nicht auswendig. Das ist richtig Trash. Es tut mir leid. Da ist eine Energy drin. Was soll das denn? Und dann das beste Pokémon aller Zeiten. Ein Lufdisk von 21. Ein Dwebble. Da kommt jetzt der ganze Bulk raus, damit man sich am Anfang ein bisschen freut. Braviary. Pidgeotto. Also wir haben auf jeden Fall auch englische Karten drin, sehe ich gerade. Die sind alle auf Englisch, keine auf Deutsch. Dabei ist das eigentlich ein im deutschen Supermarkt gekauftes Produkt. Ich bin etwas verwirrt. Ein Magma. Ein Lillipup. Ein Palpitoid, Toad, ein Dino, Mareep und Wobbuffet von Single Strike. Also es sind ein paar alte Karten, die offensichtlich irgendjemand loswerden musste drin. Ein Becher, eine Brotbox, eine Kappe. Das finde ich ganz cool, da bin ich ganz happy mit. Das Aquana finde ich auch noch ganz cool, da bin ich auch noch ganz happy mit. Aber sonst ist das eher, naja, ich sag mal, 30 € liegen hier jetzt nicht auf dem Tisch. Würde ich mal vorsichtig sagen. Gelohnt hätte es sich natürlich, wenn wir jetzt ein Spiel rausgezogen hätten, vor allem wenn es ein älteres Spiel gewesen wäre und nicht irgendein Switch-Era-Game. Aber das ist ja nur in jeder 50. Box und da musst du ja erstmal richtig viel Kohle ausgeben, um das rauszuholen. Ich räume hier mal ein bisschen beiseite, denn ich habe gesehen in dem Supermarkt, und das fand ich ein bisschen weird, deswegen habe ich da einfach mal zugelangt, indem ich die gekauft habe, lag nicht nur, warte mal, da muss noch ein bisschen Bulk dazu, lag nicht nur die Version 2, die wir gerade aufgemacht haben, sondern es gibt diese Box auch noch und wir machen einfach in diesem Video Scheiß drauf, 60 € verbraten für das Video, was soll's, wenn euch das wert ist übrigens nochmal, folgt mir gerne rein, abonniert den Kanal, kommentiert, liked, hyped, was auch immer ihr könnt, alle Funktionen, die diesen Kanal unterstützen, einfach mal nutzen. Gerne auch an den anderen Plattformen, ihr findet alle Links in der Beschreibung. Aber wir gucken jetzt auch in die Mystery Box Volume 3 rein. Neues Design, ihr seht es auch hier in jeder 50. Box ist ein Pokémon-Spiel, enthält zufällige Pokémon sowie Bonusartikel, keine Garantie für den Erhalt eines Spiels, 29,99 inklusive Pokémon-Sammelkarten. Rein da! Ne, manchmal muss man auch ein bisschen in seine Videos investieren. Wir machen wieder mal die frustfreie Packung auf. Auch wenn ich ehrlich sein muss, da geht es mir eher darum, euch zu zeigen, was in diesen Scam-Boxen drin ist. Das ist mir das Geld ehrlich gesagt auch wert. Also macht es mir trotzdem auch Spaß, natürlich den Gambling-Scheiß aufzumachen. Ich werde auch ab und zu sonst mal noch in Mystery-Boxen reinschauen. Natürlich aber nicht so regelmäßig, weil es natürlich wirklich Geldverbrennung ist. Ne? Wir machen das jetzt wieder wie eben. Ich mache die nicht on screen auf, weil sie ist tatsächlich zu groß für mein Set. Und mein Set ist sehr begrenzt. Aber ich stelle sie mir hier hin. Und ihr müsst dafür vertrauen, dass ich den gleichen Kram rausziehe. Also, spannend, weil wir sie gleich doppelt nicht brauchen. Es gibt eine Kappe, die immer noch, die fühlt sich übrigens richtig billig an, so wie sie auch aussieht wahrscheinlich. Glurak diesmal wenigstens, das ist ganz cool. Sleeves, Soft Sleeves, 100 Stück. Kein PVC. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich meine Karten da reinlegen möchte. Was ist das denn? Ich zeige es euch einmal. Ist das eine Geldbörse, ein Mini-Rucksack? Ja, 5 to collect. 5 to collect, aha. Aber ich will ja nur einen. Und selbst den nicht so ganz. Naja, egal. Gucken wir mal. Wo ist denn jetzt hier mein Packungsöffnungsgerät? Sekunde, das ist nämlich fachmännisch zugeklebt hier.
Also einmal fachmännisch entkleben und wir gucken einfach mal, was da drin ist. Das andere haben wir jetzt nicht unbedingt rausgeholt, aber da muss ich jetzt... Ich habe es sehr fachmännisch entklebt, wie ihr seht. Also da drin ist tatsächlich ein Mini-Rucksack. Ich werde es nicht, also wirklich. Ich meine, ich wusste ja, dass da viel Mist drin ist, ne? Aber so... Oh, was? Wem setze ich den meinem Hamster auf, oder was? Kann ich da mein Handy? Passt nicht mal mein Handy rein. Moment. Cynthia passt rein. Ja, immerhin. Also da könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr diese die TikToker kennt, die als Trolls durch die Gegend laufen, die können da ihre Shillings drin aufbewahren. Egal, wir haben es aus der Dings rausgezogen, wir freuen uns natürlich drüber. Worüber sich vielleicht wieder mein Nichten oder Neffen oder was auch immer freut, ist dieses 30 Euro. Dieses Besteck, aber immerhin ist da Krokel drauf. Ne? Wir sind ja große Krokelfans auf diesem Kanal. Ich meine, ich habe nicht viel erwartet, ne? Aber meine Erwartungen wurden trotzdem immer noch untertroffen. Was ganz cool ist, ist diese Tasse mit dem Sassy Pikachu drauf. Ich hole sie mal aus der Verpackung raus. Wir gucken mal, was da sonst noch so drauf ist. Ob da nur Sassy Pikachu drauf ist oder ob da noch mehr coole Pikachu-Faces drauf sind. Fühlt sich auch eher billig an. Ich muss sagen, die ist schon hier unten. Naja, egal. Sassy Pikachu, wie sagt man? Selbstbewusstes Pikachu, Happy Pikachu, Tasse. So, Tasse. Und natürlich, weil sie wurden versprochen, wieder die liebevoll verpackten Pokémon-Karten. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Version 1, 2 und 3 ist, weil, wie gesagt, die Produkte haben für mich ungefähr den gleichen Wert und ungefähr die gleiche Spaß-Kategorie. Aber wie gesagt, ihr seht es auch, ich bin offensichtlich nicht die Zielgruppe dieser Mystery Box. Aber wenn ihr mich fragen würdet, ich würde es nicht kaufen. Sag ich mal vorsichtig, wie es ist. So, wir haben dieses Mal in dieser Box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Pokémon-Karten. Also auch da hat sich nichts geändert. Der Zustand der Karten ist ähnlich schlecht. Aber die liegen halt auch einfach in diesem Plastikding in der Box rum, weil die Protection, die gibt's nur verpackt. Aber egal, wir haben ein Memeon. Diesmal sind nicht die Hits vorne, wie ich sehe. Picochilla, Kikli, auch das ist doch relativ neu, wobei auch schon 5 Jahre alt. Kokowai, Schneckmax, sie haben die Hits nach hinten gelegt. Vielleicht ist das Version 3, wenn überhaupt Hits drin sind. Aber ich habe da eben schon eine silberne Border rumlaufen sehen. Krakelo, Mantidea, die Karte finde ich ganz cool. Das Artwork sieht ziemlich nice aus. Nirgendwo Sauger, die Karte sieht irgendwie fake aus. Aber auf jeden Fall, guck dich mal das Centering an, Alter. Crazy. Ein Superball. Ein Reverse Holo Paldea Felino. Das Artwork finde ich mega cool, ehrlich gesagt. Das gefällt mir ziemlich gut. Reverse Holo Kamaup. Und da kommt der Hit, das Togekiss. Und sie haben legit noch eine Energy reingepackt. Entscheidet selbst. Ihr seht alles, was ihr habt. Wir haben jetzt 60 Euro rausgedrückt für Pokémon-Produkte, die wahrscheinlich nie jemand kaufen wollte. Und deswegen sind sie in diesen Boxen gelandet. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Es war tatsächlich nicht viel. Aber trotzdem wurden auch diese Erwartungen, wie ich es eben schon mal gesagt habe, enttäuscht. Das Einzige, worüber ich mich freue, ist diese Vaporeon-Karte, also diese Aquana-Karte. Alles andere ist mehr so, naja. Aber das Video hat hoffentlich dann sein Ziel erreicht, nämlich darüber aufzuklären, was Mystery-Boxen machen, denn sie sind immer beliebter. Sie stehen jetzt, wie gesagt, mittlerweile schon in den Supermarktregalen. Und ihr seht, ihr kriegt wahrscheinlich nicht, also ihr wisst ja, wenn ihr bei so kleinen Kanälen wie meinem seid, könnt ihr euch ja auch relativ sicher sein, dass ich mir die wirklich tatsächlich selbst gekauft habe von meinem eigenen hart verdienten Geld und nicht gesponsert gekriegt habe und deswegen ist die Box auch nicht loaded, sondern ich bin tatsächlich einfach in den Supermarkt reingegangen und habe sie so gekauft. Wenn das nämlich eine loaded Box wäre, dann würde ich mein nicht bezahltes Geld auch wieder zurückhaben wollen. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, was Mystery Boxen so bedeuten, was das heißt, warum man die nicht kaufen sollte, denn die einzigen nützlichen Produkte sind, wie gesagt, auch hier, das habe ich vergessen, euch dazuzulegen, die Softwarepyramide, der Toploader und die Sleeves. Wenn die Sleeves gut sind, ich weiß es nicht, die von der Softwarepyramide, die sind okay, die kosten, weiß ich nicht, 6,99. So, steht sogar noch hinten drauf. Die werden keine 6,99 kosten. Das heißt, der sinnvollen Produkte habt ihr euch einfach so gekauft. Das könnt ihr vielleicht noch einem Kind schenken, wenn ihr eins kennt, das Spaß daran hat. Ist ein Besteckset, ist aber kein Messer dabei. Ja, ist halt, wie gesagt, auch für Kinder. Ist auch alles von derselben. Ja, okay, das ergibt Sinn. Die Tasse und die Dings sind von demselben Hersteller.
Anyway, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde solche Mystery Boxen nicht mehr so oft aufmachen. Wir werden uns eher auf Mystery Boxen konzentrieren, die Karten beinhalten, weil ich ja natürlich hauptsächlich Karten sammle. Für mehr Videos deswegen und vor allem für tägliche Booster-Openings auf diesem Kanal. Folgt mir bitte gerne hier rein, beziehungsweise wir sind ja auf YouTube. Abonniert gerne den Kanal, kommentiert das Video, liked das Video. Von mir aus disliked das Video auch, wenn ihr die Box scheiße fandet, so wie ich. Und wir sehen uns bei nächsten, noch viel cooleren Pokémon-Produkten, auf die wir uns freuen können. Bis dann, macht's gut, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.